Es ist 2026 und gefühlt jedes Magazin schreibt über KI, jede Messe hat ein AI-Panel. Aber in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sieht der Alltag immer noch so aus. Excel-Listen, E-Mails, Papierordner, Insellösungen und viel Bauchgefühl. Gleichzeitig schwebt über allem diese Frage: Wird KI irgendwann meinen Job oder mein Unternehmen überflüssig machen? Und ganz ehrlich, vollkommen aus der Luft gegriffen ist es nicht. Das Zitat von Netflix Co-CEO Ted Sarandos bringt es für mich gut auf den Punkt. KI wird deinen Job nicht wegnehmen, aber die Person, die KI gut nutzt, vielleicht schon. Ich bin Felix, Wirtschaftsingenieur und Berater, und ich habe in den letzten Jahren mit Konzernen und vor allem mit Mittelständlern gearbeitet. Von klassischer Produktion bis Hightech. Und ich sehe überall das Gleiche. KI ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass viele KMU nicht wissen, wo sie anfangen sollen und welche Tools wirklich was bringen, ohne gleich ein Millionenprojekt zu starten. Genau darum geht es in diesem Video. Ich zeige dir heute 10 konkrete KI-Tools und Tool-Kategorien, die dein KMU 2026 unbedingt ausprobieren sollte. Ohne Hype, ohne Bullshit-Bingo, sondern mit klaren Anwendungsfällen aus Vertrieb, Büro, Produktion und Management. Ich habe dir dafür 10 gute, meiner Meinung nach, Schritte mitgebracht. Du verstehst, wo KI dir heute schon Arbeit abnimmt. Du bekommst konkrete Ideen, welche Tools du testen kannst. Und du siehst, wie du mit kleinen Experimenten startest, statt in einer großen KI-Strategie PowerPoint zu versinken. Mein Ziel wäre damit, dass, wenn du dieses Video zu Ende schaust, du für dein Unternehmen sagen kannst: Hey, wir haben einen klaren ersten Schritt und wissen, was wir als nächstes testen. Starten wir rein. Die 10 KI-Tools, die dein KMU 2026 ausprobieren sollte. Erstens, dein KI-Copilot für Texte, Mails und Ideen. Das Problem, was ich gesehen habe, ist, dass in vielen KMUs Führungskräfte und Mitarbeitende jeden Tag E-Mails, Angebote, Protokolle, Stellenanzeigen, alles von Hand schreiben und das alles von null. Es kostet ultra viel Zeit. Hier der Vorschlag, den hoffentlich die meisten schon nutzen, ist, dass man KI-Assistenten wie ChatGPT und Co. als Copilot nutzt, für alles, was mit Text zu tun hat. Lass dir den ersten Entwurf für ein Angebot schreiben, eine höfliche Antwort an einen schwierigen Kunden formulieren oder eine Stellenanzeige in verschiedenen Varianten erstellen. Wichtig ist dabei, dass du den Kontext lieferst. Dein Unternehmen liefert die Fachkompetenz, die KI liefert Geschwindigkeit. Nummer 2. Präsentations-KI. Schluss mit Folienfrust. Auch vor allem an der Beraterfront ganz, ganz heikles Thema. Präsentation für Kunden, Banken oder den Beirat fressen Abende und Wochenenden. Gerade in KMU, in denen es keine eigene Kommunikationsabteilung gibt. Nutze also Präsentations-KI-Tools, in die du Agenda, Stichpunkte oder ein PDF lädst und lass dir daraus einen Foliensatz generieren. Du bekommst Struktur, Textvorschläge und ein Layout. Das ist vielleicht nicht immer ganz so gut, das musst du auch nochmal fachlich oft nachschärfen. Ich selbst habe irgendwann gemerkt, dass ich viel zu viel Zeit mit Formatierung und PowerPoint verbringe. Mit einer Präsentations-KI lasse ich mir da heute den ersten Entwurf geben und konzentriere mich dann auf das, was wirklich zählt. Aussage, Storyline, Zahlen. Hier relevant: 80% der Folienarbeit sind Fleißarbeit. Lass die KI das machen, damit du dich um die 20% Strategie kümmerst. Nummer 3 handelt sich um Dokumente und PDF-KI. Schau dir mal Handbücher an und irgendwelche langen Texte, Verträge, technische Normen und Qualitätsrichtlinien, Wartungsverträge, Lieferbedingungen. Niemand hat Zeit, hunderte Seiten zu lesen, aber alle sollen bitte alles im Blick haben. Hier ist KI wieder ganz gut. Du kannst nämlich KI für PDFs nehmen, die hochladen und darüber chatten. Du kannst Fragen stellen wie: Welche Pflichten habe ich jetzt als Lieferant? Welche Prüfintervalle sind vorgeschrieben? Oder fass mir die Top 5 wichtigsten Punkte aus dem Vertrieb zusammen. Auch hier waren wir wieder bei Projekten im Industriebereich und haben Normen damit aufbereitet. Eine PDF hochgeladen, zentrale Anforderungen durch die KI extrahiert und dann im Team diskutiert. Es spart Zeit und ohne die KI hätte sich ehrlich gesagt niemand freiwillig durch die 200 Seiten gelesen.
Lass dir also von KI sagen, was wichtig ist, aber triff die Entscheidungen immer noch selbst. Punkt Nummer 4. Website- und Landingpage-KI. Das ist sehr gut für Online-Sichtbarkeit und Agenturmarathon. Weil viele KMUs haben 2026 immer noch eine Website, die nach 2012 aussieht oder gar keine coole Landingpage für Fachkräfte, aber auch Kunden. Du kannst KI-gestützte Website-Bilder nutzen, die aus einer kurzen Beschreibung deines Unternehmens komplette Websites und Landingpages bauen. Da hast du auch Textvorschläge, Bilder und teilweise erste SEO-Optimierungen drin, je nachdem, wie viel du zahlst. Einige Tools liefern auch eine Heatmap, die dir zeigt, wo Besucher mit ihrer Maus am meisten sind und gegebenenfalls auch hinschauen. Und hier will ich nochmal ganz konkret betonen, deine Website ist oft der erste Eindruck, der ein Kunde oder ein Mitarbeiter von dir erhält, neuer. KI sorgt halt dann dafür, dass es einen wirklich guten, aktuellen und sauberen Auftritt gibt. Punkt Nummer 5. Jetzt wird es interessant für Workflow Automation. Hier haben wir keinen Bock mehr einfach auf Copy und Paste zwischen Tools. Was ist das Problem? Formulare werden per E-Mail ausgefüllt, Daten werden von Hand in Excel übernommen, Informationen aus dem Webshop werden manuell ins ERP übertragen. Vielleicht kennst du das. Du weißt, es ist fehleranfällig und es frisst Ressourcen wie verrückt. Du kannst hier Automatisierungsplattformen wie Zapier, Make oder Power Automate nutzen, um Apps zu verbinden und Prozesse auch zu automatisieren. Wenn du das Ding jetzt mit KI kombinierst, kannst du zum Beispiel neue Kontaktanfragen automatisch in eine Liste speichern, eine KI eine kurze Zusammenfassung des Leads schreiben lassen und direkt erste personalisierte Antworten vorbereiten. Für eher fachfremde Leute ist Automatisierung oft ein bisschen schwieriges und herausforderndes Thema, aber ich kann sagen, Automatisierung ist keine Rocket Science. Fang einfach mit einem easy Prozess an und skaliere von dort, um auch zu verstehen, wie das funktioniert. Nummer 6. KI für Recht und Administration Light, so nenne ich es jetzt mal. Wir haben Probleme wie irgendwelche Abmahnungen, Reklamationen, kleinere Streitigkeiten oder Förderanträge. Das sind für viele KMUs lästige Themen, aber auch zu klein, um jedes Mal da direkt einen Anwalt oder einen Berater draufgehen zu lassen. Auch hier kannst du KI-Tools nutzen, um Briefe, Stellungnahmen, Einsprüche vorzubereiten. Du erklärst dein Anliegen, lädst Dokumente hoch und lässt Entwürfe erstellen, die dann geprüft werden von dir und im Zweifel mit einem Anwalt nochmal final abgestimmt werden. Aber hier heißt es auch wieder ganz konkret, KI ersetzt keine Rechtsberatung, du musst selber strukturieren und kannst einfach nur schneller arbeiten, bevor du professionelle Hilfe einschaltest. Daher, heikles Thema, ich weiß, auch in Deutschland, rechtlich kann dir KI keine Aussagen liefern, die auch vor dem Gericht wirksam sind. Deswegen kannst du es nutzen, um Ordnung in dein Papierkram zu bringen, aber nicht, um deinen Anwalt zu ersetzen. Punkt Nummer 7 geht an unsere Bild- und Design-Gurus da draußen. Professioneller Auftritt und ohne eigenes Grafikteam. Das wäre doch was. Jeder weiß, dass gute Bilder und Grafiken wichtig sind, aber ein eigenes Designteam kann sich nicht jeder KMU leisten. Du kannst hier KI-Design-Tools wie Adobe Firefly und Co. nutzen, um schnelle Visuals für Website, Präsentationen durch Social Media zu erstellen, Produktbilder mit freigestelltem Hintergrund, Icons für Prozesse, einfache Illustrationen und einfach Wiedererkennung für deine Marke schaffen. Für Präsentationen bei Kunden lasse ich mir inzwischen oft mit KI erste Visuals erzeugen und danach, wenn nötig, von Designern verfeinern, anstatt andersrum. Heißt, dein Auftritt muss nicht perfekt sein, aber konsistent. KI hilft dir für den Anfang, diese Konsistenz herzustellen. Punkt Nummer 8 geht rund ums Thema Schreib- und E-Mail-Coach für Vertrieb und Führung. Du hast hier wieder viele E-Mails und Angebote, die lang sind, technisch oder zu weich und es kostet Abschlüsse und Klarheit. Hier gibt es spannende Schreib-KIs wie Twain.ai und Co., die als Qualitätsschleife für deine Kommunikation dienen. Mach die Mail kürzer und klarer, formuliere das Wertschätzende, aber bestimmt, passe den Ton an, professionell, aber nahbar. Mit diesem Punkt will ich mich ganz klar von einem anderen Punkt trennen, der auch ChatGPT schon vorgeschlagen hat, weil bei Punkt 8 geht es um heikle Mails an Kunden oder Partner.
die ja, oft sehr, sehr hohe Qualität erfordern und dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese Botschaft auch wirklich ankommt, die du kommunizieren willst, ist gute Kommunikation auch ein Wettbewerbsvorteil. KI hilft dir dann da bei diesem konkreten Use Case, irgendwelche Fuck-Ups zu vermeiden. Punkt Nummer 9 geht ums Thema B2B-Leadlisten und Marktrecherche. Viele KMUs wissen gar nicht genau, wie groß der Markt wirklich ist und welche Unternehmen ihnen ähneln, auch in der Region, oder wer der ideale Kunde wäre. Du kannst B2B-KI-Tools wie Ocean.io oder ähnliche Lösungen nutzen, die auf Basis eines bestehenden Kunden ähnliche Unternehmen findet, inklusive Branche, Größe, Land und Kontaktdaten. Wahrscheinlich, also sofern das hinterlegt ist. Die zentrale Frage ist hierbei, habe ich ein gutes Bauchgefühl, bin ich ein Experte auf meinem Gebiet und brauche sowas nicht? Oder ich nehme Kontakte und auch solche Tools an, um mir einen besseren Blick oder auch eine alternative Perspektive einzuholen. Wenn du weißt, wer dein idealer Kunde ist, kann dir KI helfen, ihn systematisch zu finden und das eben nicht nur zufällig. So, und Tipp Nummer 10 geht ums Thema Video- und Content-KI. Hier haben auch viele KMUs unglaubliches Know-how im Unternehmen, aber niemand hat Zeit oder auch Bock, daraus Content zu machen, erst recht nicht in einem Videoformat. Da ist die Hürde zu hoch, man will nicht das Gesicht zeigen, was ist, wenn ich kündige, bla bla bla. Relevant wird jetzt hier wieder KI, weil du könntest KI-Videotools wie Autopod und Co. nutzen, die Rohmaterialien automatisch schneiden, Untertitel erzeugen und Clips für Social Media vorbereiten. Du brauchst nur noch ein Handy, Wissen und auf Record klicken. Alles andere kann dann die KI bis zu einem gewissen Grad erfüllen. Das Interessante ist hierbei auch, es geht mehr und mehr in die Richtung, dass Personen einfach nur Punkte einsprechen und Avatare dann vor die Kamera schieben. Ich finde es persönlich nicht besonders authentisch, aber es ist eine Möglichkeit für Unternehmen, die nicht ihre Mitarbeiter direkt vor die Kamera zerren wollen. Für mich ist bei diesem abschließenden 10. Punkt das Thema relevant, dass beim Marketing-Game oft der gewinnt, der echte Einblicke zeigt. Und KI macht eben genau das schneller und durchführbarer für KMUs. Wenn du diese 10 Tool-Kategorien nicht kennst, sondern mindestens 2 oder 3 davon wirklich testest, dann passiert was Spannendes. Du holst dir jede Woche echte Stunden zurück, bei dir selbst und auch im Team. Du baust im Unternehmen KI-Kompetenz auf, statt nur über KI zu reden. Und du reduzierst das Risiko, dass ein Wettbewerber mit ähnlichen Maschinen, aber besserer AI-Nutzung an dir vorbeizieht. Für mich ist die wichtigste Veränderung, dass die KI von irgendwas Abstraktem, das mal wichtig wird, zu einem ganz normalen Werkzeug in deinem täglichen Arbeiten wird. So wie damals E-Mails oder das Smartphone. Ich hoffe, du kannst aus diesem Video viel mitnehmen. Aber vor allem eins, und das ist, dass 2026 nicht das Jahr ist, in dem KI dein KMU ersetzt, sondern das Jahr, in dem du entscheidest, ob du KI bewusst nutzt oder von anderen abgehängt wirst, die es tun. Starte klein, nah an dein Problem und mit klaren Fragen. Welche Aufgabe nervt uns jeden Tag? Wo verschwenden wir am meisten Zeit mit Copy and Paste und irgendwelchen Suchen? Wo würden 20% mehr Klarheit oder Sichtbarkeit einen echten Unterschied machen? Und so weiter. Also das sind super Fragen, die man sich stellen kann. Schreib gerne noch weitere Fragen in die Kommentare und nimm dann die Tools aus dieser Liste, probiere sie mit einem kleinen Team 4 Wochen aus und entscheide danach auch im Team, ob das Tool bleibt oder ob es rausfliegt. Und wenn du jetzt noch willst, dann schreib in die Kommentare, welche Anwendungsfälle du sonst noch spannend findest, die du in deinem Unternehmen bereits durchführst oder testen willst. Wir können da gerne dann auch in die Diskussion kommen und ich mache ein Video dazu. Wenn du jetzt kein weiteres Video zu KI und KMU verpassen willst, dann abonniere gerne. Hier geht es echt um die Praxis und nicht um PowerPoint-Versprechen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Bis dahin, haut rein.